einem neuen Video. In diesem Video geht es um die Fake AirPods Pro. Diese sind bereits die zweite Version von den Fake AirPods Pro. Die sind verbessert worden, sie haben jetzt GPS-Ortung und man kann den Namen in den Einstellungen und sowie andere Funktionen in den Einstellungen ändern oder freischalten. Ja, diese Verpackung sieht so aus. Hier haben wir das Logo. Oben steht AirPods Pro with Wireless Charging Case. Auf der Seite wieder das Logo und hier unten die Seriennummer und das Zeugs. Was ich allerdings herausgefunden habe, ist, dass die Seriennummer hier von einem Original stammt. Dazu später noch Video was. Auf der Rückseite sehen wir wie bei den Originalen Fake AirPods Pro mit Wireless Charging Case. Ja, am besten öffnen wir sie zuerst mal. Jetzt gehe ich ein bisschen runter mit der Kamera. Okay, hier sehen wir den Text. Schauen wir uns mal, was hier drin ist. Schauen wir uns an. Hier steht direkt AirPods Pro. Hier ist die Anleitung, wie man das Ganze verbinden soll und so weiter. Ja, für diese AirPods Pro, dass diese funktionieren, benötigt ihr die Version iOS 13.2. Dann hier die AirPods, die schauen wir uns später an. Hier unten haben wir noch die verschiedenen Ohreinsätze. Ups, einer schon rausgefallen. Die befinden sich hier. Also man kann wie bei den Originalen auch die Ohreinsätze tauschen, falls es zu klein oder zu groß sind. Ich glaube, es sind jetzt die mittleren Ohreinsätze drauf und mir passen sie. Ich habe diese schon ausgetestet, wegen Noise Cancelling und allem. Dann zu den AirPods. Die sehen so aus. Vorne so. Und dann öffne ich diese kurz. So, sind sie ausgepackt. Auf der Vorderseite mit der LED. Auf der Rückseite den Text. Und den Knopf. Hier aktivieren wir Bluetooth. Und um diese zu verbinden, machen wir die einfach auf. Es leuchtet so. Dann steht hier nicht eine AirPods Pro. Dann verbinden wir sie. Dann werden wir aufgefordert, die Taste auf der Rückseite drücken. Das machen wir kurz. Und sie werden verbunden. Hier seht ihr noch die Animation. Mediensteuerung, wie das alles geht mit dem neuen Force Touch. Dann die Geräuschkontrolle, ob Noise Cancelling, ob sie ausgeschaltet ist oder auf dem Transparentmodus. Ja, da wie man sie im Kontrollzentrum bedient. Und so, diese sind jetzt verbunden. Dann nehmen wir diese mal kurz raus. Schauen wir mal das Case noch an. Das Case, wie gesagt, mit der LED hier. Und hier drin steht die Seriennummer und das andere Zeugs. Und jetzt nochmal zur Seriennummer. Die Seriennummer von der Verpackung und hier stimmen nicht überein. Das heißt, auf der Verpackung hat es eine original anerkannte Seriennummer, aber hier drinnen nicht. Ja, und wenn wir diese nochmal reintun, dann diese nochmal öffnen. Also jetzt sind wir immer noch verbunden, weil wir das Bluetooth anhaben. Diese öffnen. Und dann sehen wir, der Name wurde schon angepasst, AirPods Pro von Rafi. Die AirPods sind 100% geladen und das Case 42%. Wenn man einen rausnimmt, sieht man, der rechte wurde rausgenommen, er ist nicht mehr im Laden, er hat 100%. Dann nehmen wir den linken noch raus und dann sehen wir, die AirPods Pro haben 100%. Jetzt mal gleich zu den Einstellungen. Wie gesagt, kann man in den Einstellungen die Namen so alles ansehen. Hier AirPods Pro von Rafi. Und hier sehen wir schon, der Transparenzmodus ist an. Wir können hier wählen zwischen Aus- und Geräuschunterdrückung. Die Geräuschunterdrückung habe ich nicht bemerkt. Also ich war jetzt schon auch mit ÖV unterwegs und da habe ich sie eigentlich nicht gemerkt. Vielleicht ist das nur bei mir so
oder die AirPods Pro haben so quasi eine Fake Geräuschunterdrückung, also Fake Noise Cancelling, dass es gar nicht so ist. Hier sehen wir für AirPods gedrückt halten die Einstellungen hier. Und zwar können wir für den linken die Geräuschekontrolle wählen oder Siri. Und hier die rechten so. Ihr seht, es ist alles wie bei den Originalen. Die Ohrerkennung auswählen. Und ein Passtest für die Ohreinsätze kann man auch noch machen. Und das ist schon eine richtig coole Funktion. Und wie gesagt haben diese auch noch GPS-Ortung. Wenn man hier in Wo ist reingeht, kann man alles sehen. Ich tippe kurz auf die AirPods Pro. Und ihr seht hier, wir sind gerade hier. Ich muss die Wege kurz zensieren. Und wie gesagt, es gibt auch GPS-Ortung für die AirPods. Und ja, die haben sie jetzt wirklich komplett geklont. Ich halte mal hier die Ohrensensoren zu, dann drückt man einfach hier, dass die Musik stoppt. Und hier nochmals, dass sie weitergeht. Doppelt tippen, um den Song zu wechseln. Und dreifach, um den Song davor auszuwählen. Hier in dem Fall hat es jetzt nur zweimal anerkannt. Hier ist wieder der Song vorherig. Ja, und sobald wir den AirPod aus den Ohren nehmen, stoppt die Musik auch automatisch. Wenn wir sie wieder in den Ohren haben, wird die Musik weitergespielt. Das Ganze funktioniert auch mit diesem. Ihr könnt es sehen. Und nochmal was. Die Geräuschunterdrückung kann man hier durch langes Drücken wechseln, unseren Transparenzmodus, aber ich habe nicht den Unterschied gemerkt. Und vielleicht kommen wir jetzt noch zum Aussehen von den AirPods. Die sehen auch wieder wie die Originalen aus. Hier unten haben sie wieder die Beschriftung auf beiden AirPods. Und ja, das funktioniert schon alles ziemlich gut. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das Noise Cancelling funktioniert oder nicht. Wenn man diese wieder entkoppeln will, dann nimmt man diese einfach, tut sie herein. Falsch. So. Und so nochmals. Genau, noch kurz. Hier seht ihr auch die ganze Einstellung nochmals. Also man kann zwischen Geräuschunterdrückung, Aus- und Transparenz nochmal wählen. Seht ihr auch das AirPods Pro Logo. Ja, das Ganze zu abschalten, entkoppeln wir sie mit Bluetooth, wir machen die Klappe zu, dann sind sie entkoppelt. Das war's eigentlich schon mit dem eigentlichen Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.